stellt euch mal vor, die Videos zur CDU von Rezo, die hätten nie viral gehen können. Oder die ganzen Videos zu Artikel 13 damals. Keine Sau interessiert sich für dich. Du hast nichts zu Artikel 13 geleistet. Genauso wie die Spacewalks. Oder wenn Robert Mark Lehmann Spenden sammelt für Mission Erde, sein Livestream dazu seinen Fans gar nicht erst angezeigt werden würde. Eines der krassesten YouTube-Ereignisse in Deutschland ever? Oder dass Aufrufe von gemeinnützigen Organisationen oder sogar von Privatpersonen zu Petitionen auf Social Media eingeschränkt werden würden. Tja, genau daran scheint die EU gerade zu arbeiten, allerdings nicht absichtlich. Es geht um ein Gesetz, was das Targeting von politischer Werbung einschränken soll. Und das ist eigentlich was richtig Gutes. Vielleicht habt ihr ja damals diesen Beitrag vom ZDF-Magazin Royal zu Microtargeting auf Facebook gesehen. Was, wenn Microtargeting im Bundestagswahlkampf von dunklen Mächten missbraucht werden würde? Oder euch sagt vielleicht Cambridge Analytica noch was. Zu dem Fall gibt's sogar eine Netflix-Doku. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Kurz gesagt, durch die Daten, die Social-Media-Plattformen wie Facebook von uns haben, kann man Werbung sehr genau den Leuten anzeigen, die man erreichen will. Das nennt man Targeting. Das kann man aber natürlich auch für politische Werbung nutzen und wenn man möchte, so zum Beispiel sehr gezielt Desinformationen an genau die richtigen Leute verbreiten. Und das einzuschränken ist natürlich etwas super Wichtiges für unsere Demokratie. Aber wisst ihr, was auch noch richtig wichtig ist für unsere Demokratie? Freie Meinungsäußerung. Also, warum könnte es passieren, dass ein CDU-Video von Rezo in Zukunft nicht mehr so leicht viral gehen kann? Dafür müsst ihr einmal kurz überlegen, wie ihr Werbung definieren würdet. Ich würde sagen, das sind Werbespots, die zum Beispiel vor YouTube-Videos laufen oder Influencer, die für einen Post bezahlt wurden. Das Ding ist, die EU hatte aktuell eine leicht andere Definition. Ein Post oder das Verbreiten einer Botschaft, die dafür verantwortlich ist oder entworfen wurde, um das Ergebnis einer Wahl oder das Wahlverhalten oder einen Gesetzgebungsprozess zu beeinflussen. Und zwar auch dann, und jetzt kommt das Wichtige, wenn das nicht bezahlt wurde. Und jetzt gucken wir doch noch mal gemeinsam in die Zerstörung der CDU rein. Ein Video mit inzwischen 19 Millionen Views. Wählt man CDU, CSU oder SPD, gibt es keinen Grund für irgendwen, was zu verändern. Wählt man die AfD, trägt man sogar noch mehr zur Zerstörung unseres Planeten bei. Und grundsätzlich sollte klar sein, dass man auch die AfD aus anderen Gründen nicht wählen sollte. Warte mal, das klingt mir doch sehr nach Designed to influence the outcome of an election. Das Ergebnis einer Wahl beeinflussen wollen. Wählt bitte nicht die SPD. Wählt bitte nicht die CDU. Wählt bitte nicht die CSU. Und schon gar nicht die AfD. Also es ist jetzt schon sehr eindeutig, also nach meinem Verständnis wäre das nach der aktuellen Definition der EU politische Werbung. Obwohl Rezo, und das möchte ich an dieser Stelle wirklich tausendfach betonen, niemand dafür Geld gegeben hat. Das ist seine persönliche Meinung. Rezo ist jetzt hier natürlich ein sehr einzigartiges Beispiel, aber es geht ja potenziell auch noch um andere Leute. Gucken wir zum Beispiel mal bei Robert Mark Lehmann rein, der aktuell in YouTube-Livestreams Spendenrekorde bricht, um die Artenvielfalt auf diesem Planeten zu erhalten. Kein Haifisch-Produkte kaufen, kein Haifisch essen, die Petition unterschreiben. Wir haben das bei Stop Finning dieses Jahr geschafft, das in die EU zu holen, dass das Parlament darüber entscheiden muss, ob der Haifisch hier in Deutschland gehandelt wird. Hey! Der wirbt hier in einem YouTube-Video dafür, eine Petition zu unterschreiben. Und so eine Petition, die zwingt dann das EU-Parlament über etwas zu entscheiden? Das klingt für mich aber doch sehr verdächtig nach Designed to influence the outcome of a legislative or regulatory process. Denn das Ziel ist ja, ein Gesetz in ihrem Interesse zu erlassen. Okay. Wenn wir also jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Definition in diesem Gesetzesentwurf tatsächlich die Videos von Rezo und Robert Mark Lehmann als politische Werbung einstufen könnte, was hätte das denn dann für Konsequenzen? Naja, sie dürften ihre Videos natürlich immer noch hochladen, aber was passieren könnte, ist,
dass sie euch nicht mehr angezeigt werden oder sie zumindest nicht mehr viral gehen können. Warum? Weil die EU nicht nur das Targeting bei Werbung einschränken will, sie wollen auch Amplification Techniques einschränken. Und so vage wie Amplification Techniques da definiert werden und mit dem Hintergrund, dass laut der EU ja eben auch unbezahlte Inhalte politische Werbung sein können, könnte das auch Empfehlungsalgorithmen betreffen. Und Empfehlungsalgorithmen sind jedem von euch schon mal begegnet, wenn ihr zum Beispiel schon mal TikTok genutzt habt. Umso mehr ihr swiped, umso mehr weiß der Algorithmus, was euch gefällt und was nicht. Und er weiß auch mehr über euch und spielt euch basierend auf diesen Daten Videos aus, die mehr eurem Geschmack entsprechen. I like singing. I like dancing. I like trains. Solche Algorithmen im Kontext von bezahlter politischer Werbung einzuschränken, das kann potenziell Sinn machen, weil man solche Werbung missbrauchen könnte, um die Gesellschaft zu spalten, indem man zum Beispiel unterschiedlichen Gruppen völlig widersprüchliche Werbung anzeigt oder denselben Leuten immer radikalere Werbung und so quasi durch Werbung Filterbubbles oder sogenannte Rabbit Holes erschafft. Wenn man das aber jetzt auf unbezahlte Inhalte anwendet, dann muss man eine Sache bedenken, die, glaube ich, von der EU vielleicht ein bisschen vergessen wurde. So funktioniert inzwischen das Internet. So gut wie jede Plattform besteht nur noch aus Empfehlungsalgorithmen. Ihr kennt das, wie gesagt, am ehesten von TikTok, aber ich kann euch das auch bei YouTube beweisen. Bei meinem Kanal kamen in den letzten 90 Tagen 43% der Views von Leuten, die mich abonniert haben. An der Stelle kleiner Hinweis an die 57%, die das nicht gemacht haben. Was ist los? Hä? Abonniert mal. Rein logisch würde man jetzt davon ausgehen, dass dann auch 43% der Views über die Abo-Funktion auf YouTube kamen. Nö. Über die Abo-Funktion kamen nur 6,5% und über die Benachrichtigung mit der Glocke nochmal stolze 0,9%. Über Videoempfehlungen, YouTube-Suche und die Startseite, alles Funktionen, die komplett über Empfehlungsalgorithmen gesteuert werden, kamen 74,5%. Heißt, 3/4 meiner Reichweite, selbst unter denen von euch, die mich abonniert haben, kommt komplett nur durch Empfehlungsalgorithmen zustande. Und wenn Rezo 19 Millionen Views hat bei damals, was waren es, rund 1 Million Abos, dann wird es bei ihm noch viel mehr gewesen sein. Und bei der For You-Page auf TikTok ist der Effekt vermutlich nochmal viel extremer. Und selbst Twitter und Instagram haben ja standardmäßig keinen chronologischen Feed mehr. Was du siehst, wird komplett von Empfehlungsalgorithmen gesteuert. Heißt, anhand deiner Daten rechnet ein Computerprogramm aus, was dir am besten gefallen würde. Und das funktioniert verdammt gut, weshalb so wenig von euch noch auf die Abo-Box klicken. Wenn man aber jetzt auch unbezahlte Videos als politische Werbung einstuft und sagt, dass deren unbezahlte Verbreitung potenziell auch darunter fällt, dann könnte das im Umkehrschluss bedeuten, dass Videos von Rezo oder von Robert Mark Lehmann de facto von Plattformen unterdrückt werden, weil eben alles auf den Plattformen viele unterschiedliche Daten nutzt und man für andere Videos mehr Daten nutzen kann, um die Ausspielung von Videos zu optimieren. Das wäre vermutlich nicht gut. Es ist scheiße, du Drecksau! Es ist scheiße! Und jetzt denkt ihr vielleicht, aber was ist denn mit politischen Kommentaren im Journalismus? Und an die hat die EU gedacht. Political opinions expressed in any media under editorial responsibility sind davon ausgenommen. Aber welche YouTuber sind das schon? Und es sind auf jeden Fall nicht Privatpersonen, die auf Social Media mit ihren politischen Meinungen viral gehen. This is all wrong. I shouldn't be up here. Und es geht hier nicht nur um YouTuber. Zahlreiche gemeinnützige Organisationen, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene, haben sich schon dagegen ausgesprochen. Und lustigerweise gibt es noch ein kleines anderes Problem. Regierungskommunikation ist davon ausgenommen. Also Regierungen dürfen weiter Werbung machen und von Amplification Techniques beworben werden. Aber wisst ihr, wer nicht in der Regierung ist? Die Opposition. Also es könnte den Effekt haben, dass Regierungsparteien ihre Positionen und Erfolge mit viel Reichweite als Regierung posten und bewerben dürfen. Die Parteien, die nicht in der Regierung sind, aber darin eingeschränkt werden. Und ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das irgendwie mal problematisch werden könnte. Also ich bin mit dieser Einschätzung, wie gesagt, nicht alleine. In den Briefen von den gemeinnützigen Organisationen wird vor den gleichen Konsequenzen gewarnt. Und ich hoffe mal sehr, dass die wissen, wovon sie sprechen. Ich bin aber
kein Jurist. Also Solmecke, Herr Anwalt, reactet gerne und sagt mir, ob ich hier was völlig falsch verstanden habe. Aber ich glaube, das ganze Ding kann man runterbrechen auf einen Punkt. Die Idee, politische Werbung einzuschränken, ist eine super gute. Aber es muss klar sein, dass bezahlte politische Werbung was anderes ist als politische Meinungsäußerung. Wenn Leute auf Social Media einfach etwas Politisches posten und ja, manchmal vielleicht auch tatsächlich, weil sie damit etwas beeinflussen wollen, dann darf das doch nur eingeschränkt werden, wenn dahinter auch eine bezahlte Agenda steckt, oder? Also